Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinen Kanal. Ja, heute habe ich was Schönes für euch, auf jeden Fall den RGB-Controller. Und ja, wie wir das Ganze dann machen können, das zeigen wir jetzt. Erstmal fahren wir zum Mechaniker und hören die Karre. Denn wir brauchen zwei Sachen, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. So, wir gehen auf Kosmetik und dann brauchen wir einmal den Scheinwerfer, und zwar den Neon. Dann brauchen wir einmal die Unterbodenbeleuchtung. Die haben wir hier, können wir einfach ist das egal, welche Farbe, das spielt keine Rolle. Und dann sind wir eigentlich auch schon ready to go. Wir müssen nur noch den nervigen Blinker im ausmachen, genau. So, jetzt fahren wir mal unter die Brücke oder so, oder irgendwo, wo es dunkel ist. So. Dann können wir mit diesem Command ein Fenster öffnen. Und hier haben wir den RGB-Controller. Und hiermit können wir die Scheinwerfer dann Farben geben. Sehen wir jetzt gerade nicht, denn wir müssen noch mal kurz das Menü schließen und das Licht anmachen. So. Dann machen wir das gleich nochmal und hier können wir dann einfach die Farben ändern von den Scheinwerfern. Genau. Wir nehmen mal die Farbe Gelb und jetzt wollen wir noch die Unterbodenbeleuchtung in einer anderen Farbe haben. Dann müssen wir nicht zum Tuner extra fahren, sondern können das Ganze dann hier drüber machen. Und zwar hier wählen wir uns auch eine Farbe aus. Und hier können wir die Farbe nochmal irgendwie anpassen, wie wir es halt gerne hätten. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, dann gehen wir hier auf Bestätigen. Und das Ganze können wir dann auch in Blau machen. Oder hier, so. Oder in Pink. Und ja, dann haben wir eigentlich alles auch geschafft. Wenn wir jetzt nochmal die Scheinwerfer anmachen, haben wir einen schönen Gelbton. Und das kostet uns dann gar nichts mehr. Genau, gut. Ich würde sagen, wir kommen auch zur Installation. Link findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei und die müssen wir einmal entpacken. Dann haben wir diesen Ordner hier und hier kopieren wir uns als erstes einfach mal den Namen raus. Jetzt gehen wir in FileZilla rein und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner rein. Wenn wir es gemacht haben, dann gehen wir zurück und gehen in die Server-CFG. In meinem Fall gehe ich in die Testen CFG und öffne die einfach und sage hier einfach Start, Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen einfach einfügen. Anschließend gehen wir hier noch auf Speichern und hier nochmal übernehmen und jetzt heißt es nur noch Server neu starten und jeder kann den Command eingeben. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die ganzen Dateien so an, was wir alles ändern können. Und einmal gehen wir in diesen Ordner hier rein und hier finden wir eine Config. Die können wir einmal öffnen. Und hier können wir schon den Command, den wir eben gerade eingegeben haben, sehen.
Den können wir natürlich auch ändern. Und wir können das Ganze auch mit links Steuerung, also linke Steuerung-Taste plus die Taste M, können wir das Ganze auch drücken und dann öffnet sich auch das Menü. Ja, ihr habt halt zwei Sachen, ihr könnt das Ganze dann auch hier auf falsch stellen für aus. Genau, wenn ihr es gemacht habt, speichern, wieder hochladen, gar kein Problem. Gut, gehen wir nochmal in den HTML-Ordner und auf Index und öffnen das Ganze, denn wir haben ja gesehen, etwas ist noch nicht übersetzt und wir können alles, was geschwärzt ist, übersetzen in Deutsch. Das gleiche können wir dann hier auch noch mal machen, falls es nicht übernommen wird. Können wir das Ganze nochmal hier übersetzen. So, und dann gibt es noch eine Schriftart bzw. eine Textausgabe, wenn wir noch keine Scheinwerfer-Neons haben. Sagt uns das Script dann auch, dass wir das noch nicht haben und somit auch nicht benutzen können. Wir sollten es nachtunen und das können wir in der Client finden. Die öffnen wir einfach. Und hier haben wir das Ganze dann auch. Und hier können wir das Ganze dann auch ändern auf, ja, das können wir übersetzen. Und dann seid ihr eigentlich ready to go. Dann wieder speichern und hochladen. Gut Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao.